Pussy, 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 pussy. Da meine Tanzkünste die Prinzessin noch nicht hundertprozentig überzeugt haben, werde ich ihr heute mein Lieblingsgericht aus dem Sanas im Animal Kingdom kochen. Das Sana befindet sich in einer Hotelanlage, dem Kidani Village. Da kann man teilweise vom Zimmer aus Tiere beobachten oder auch während des Essens vom Restaurant aus. Ich koche heute den Potje Inspired mit einem leckeren Dal aus roten Linsen und einem Blumenkohl-Kartoffelmasala. Dazu gibt es duftenden Basmati-Reis mit einer indischen Nussmischung. Ich beginne mit dem Aloo Gobi Masala. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Die Kartoffeln und den Blumenkohl habe ich vorhin schon vorbereitet. Die Kartoffeln habe ich geschält, gewürfelt und in etwas Salzwasser bissfest gekocht. Den Blumenkohl habe ich mit einer Prise Kurkuma-Pulver und Salz gekocht. Achte darauf, dass er nicht zu weich wird. Und wie bei jedem typischen Eintopfgericht gebe ich jetzt etwas Pflanzenöl in den Topf. Gebe dann die fein gehackten Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Einen halben Teelöffel Kreuzkümmelpulver und lasse die Zwiebeln kurz anrösten. Jetzt noch den gehackten Ingwer und den grünen Chili dazu, etwas rotes Chilipulver, 2 Teelöffel Koriander, etwas vom Kurkuma und etwas Garam Masala. Als nächstes gebe ich etwas Brühe dazu. Und dann den Blumenkohl. Das Ganze darf jetzt gut 2 bis 3 Minuten leicht köcheln. Dann gebe ich die Kartoffelwürfel und einen Teelöffel von den Boxhornkleeblättern dazu. Noch etwas von der Brühe und die Kokosmilch. Ich nehme den Topf vom Herd, bevor es anfängt zu kochen. Im Originalrezept kommen jetzt noch frische Korianderblätter dazu. Ich persönlich mag aber keinen Koriander. Es gibt ja weltweit 2 Fraktionen. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Wenn du noch nicht weißt, zu welcher der beiden Fraktionen du gehörst, dann sei am Anfang lieber vorsichtig. Ich finde, er schmeckt nach Seife. Aber jeder wie er mag. Und das war's auch schon. Unser Kartoffel-Blumenkohl-Curry ist jetzt fertig. Für 4 Portionen brauchen wir folgende Zutaten. Die Zwiebel habe ich grob gehackt und ebenso den Knoblauch. Jetzt erhitze ich etwas Pflanzenöl in einem Topf, gebe dann die gehackten Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Lösche die Zwiebeln mit etwas Gemüsebrühe ab. Und gebe dann die Gewürze dazu. Zuerst den Garam Masala, dann den Kreuzkümmel, etwas Kurkuma,
und etwas Chili. Rühre das Ganze noch kurz durch und gebe dann die roten Linsen dazu. Die habe ich vorhin unter laufendem Wasser etwas abgespült und anschließend etwas abtropfen lassen. Die Linsen lasse ich jetzt 2 bis 3 Minuten kurz anschwitzen. Und gebe dann die gehackten Tomaten und die Kokosmilch dazu. Das Ganze muss jetzt noch kurz aufkochen und dann gebe ich etwas Gemüsebrühe dazu. Wenn die Linsen kochen, gebe ich den Deckel darauf und jetzt müssen sie noch für ca. 10 bis 15 Minuten leicht köcheln. Dafür können wir die Hitze etwas reduzieren. Das Dal gibt es ja auch im Saanas, im Animal Kingdom in Amerika. Das ist mein absoluter Lieblingspark. Ich bin 1998 direkt nach der Eröffnung das erste Mal dort gewesen. Walt Disney wollte einen nachhaltigen und artenreichen Ort schaffen, in dem die Natur an erster Stelle steht. Und das ist ihm auch gelungen. Wie schade, dass er die Eröffnung nicht mehr selbst erlebt hat. In seiner Eröffnungsrede hat der damalige Disney-Chef Michael Eisner Folgendes gesagt: Willkommen im Königreich der Tiere, realen, uralten und erdachten. Ein Königreich, beherrscht von Löwen, Dinosauriern und Drachen. Ein Königreich der Ausgewogenheit, Harmonie und des Überlebens. Ein Königreich, das wir betreten, um Anteil an den Wundern, einen Blick auf die Schönheit und die Begeisterung für die Dramatik der Natur zu bekommen und davon zu lernen. Was diesen Park von anderen Themenparks und Zoos auf der ganzen Welt unterscheidet, ist einerseits die absolut fantastische Atmosphäre, welche zum großen Teil durch die disneyhafte Thematisierung und die geniale Einbindung in das Grün und die Natur hervorgerufen wird. Und andererseits die geniale Mischung aus Fahrattraktionen, Shows und Tiererlebnissen. Man fährt zum Beispiel in Booten oder in Jeeps durch eine afrikanisch anmutende Landschaft und kann dort Tiere ganz aus der Nähe beobachten. Dabei sind die Tiere nicht, wie es zu der Zeit noch vielerorts üblich war, in Käfigen eingesperrt, sondern können sich in einem großen Areal frei bewegen. Als Besucher wird man zum Ranger und erlebt Abenteuer. Dabei sieht man viele Tiere quasi Auge in Auge, weil man ihnen Lieblingsplätze in der Nähe der Besucherwege schafft. Zum Beispiel sind die Felsen für die Löwen beheizt, was die natürlich toll finden und dort gerne ihre ausgedehnten Mittagsschläfchen halten. Mich hat damals vor allem die Wildwasserbahn begeistert. Bei uns in Deutschland gibt es ja manchmal Hinweisschilder, die sagen: Vorsicht, Sie könnten nass werden. Bei der Bahn im Animal Kingdom stand: Sie werden nass. Und das ist auch nicht gelogen. Selbst wenn man die Bahn mit etwas Glück halbwegs trocken überstanden haben sollte, wird man am Ende mit Wasserkanonen beschossen, die andere Gäste des Parks von einer Brücke aus bedienen können. Die Linsen haben jetzt 15 Minuten gekocht. Jetzt schaue ich mal nach, ob sie schon fertig sind. Sieht schon ganz gut aus. Ich werde auch mal probieren. Echt lecker. Die Linsen sind noch etwas bissfest. So mag ich es am liebsten. Jetzt noch mit etwas Pfeffer und mit etwas Salz nachwürzen. Und weil ich es gerne etwas frischer mag, gebe ich auch noch etwas Zitronensaft dazu. Und voilà, unser Dal ist fertig. Basmati bedeutet auf Hindi duftend. Es ist ein besonders aromatischer, langkörniger Reis. Er wird am Fuß des Himalaya angebaut und ist die typische Begleitung zu einer Vielzahl von orientalischen Gerichten. Basmati-Körner haben bereits ungekocht einen tollen, charakteristischen Geruch, der sich deutlich von anderen Reissorten unterscheidet. Den Reis pimpe ich dann noch mit einer original indischen Snack-Nussmischung auf, Chivda,
oder Bombay Mixture. Die gibt es in indischen Lebensmittelgeschäften oder im Internet. Ihr könnt aber auch jede andere Nussmischung dafür nehmen. Ich messe den Reis immer mit Tassen ab. Ich nehme auf 2 Tassen Reis dann 4 Tassen Wasser. So, der Reis ist fertig. Jetzt gebe ich noch das Chivda dazu und dann können wir auch schon anrichten. Na, das wird der Prinzessin sicherlich schmecken. Voilà. Bon Appetit! Ich habe auch noch einen Garlic Naan und ein Mango Lassi dazu gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie das zubereitet wird und wie die Geschichte mit der Prinzessin weitergeht, dann schaut euch die nächste Folge an. Und nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Jetzt muss ich aber los. Bis bald, euer Christian.